Tja, gestern habe ich mich am Schluss ein bisschen zum Deppen wieder gemacht mit einer Uhr, aber das ist leider das, was ich gesagt habe, wenn ich ein Spiel spiele, was ich noch nie vorher in der Hand gehabt habe oder vorher gespielt habe. Das ist jetzt aber ausnahmsweise ein Spiel, was ich mit euch exklusiv spiele. Also das habe ich noch in meinem ganzen Leben noch nie gespielt vorher. Gut, wir sind da bei Mörder auf ABC, Kapitel 2. Jetzt muss ich noch schauen, der Name. Bei dieser Uhr gestern. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Haben wir bei dieser Uhr gefunden, das waren zwei Liebesbriefe anscheinend. Das waren zwei Liebesbriefe anscheinend. Einer von Donald und einer von Adrian. Ja, der Donald für einen schönen Abend und der Adrian fürs Tanzen. Ja, hat sich bedankt. Diese verdammte Uhr haben wir gestern knacken müssen. Okay, wir sind in wir sind übrigens, wir sind bei der Betty Barnard Zimmer. Gut, was haben wir da? Beobachtungsgabe. Schmuckkosten. This small key should be useful to me. Schmuckkasten und gleich die Medizin oder was das Medicine ist. to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? Gut, jetzt haben wir da wieder einen Schlüssel gefunden. Kapitel 2, sich Betty Schallplatten anhören. Da haben wir jetzt einen alten Schlüssel gefunden. Kleiner Schlüssel, er war im Bett, ist bei einer Schmuckkiste versteckt. Ja, den haben wir da gefunden. Jo, da haben wir eigentlich alles angeschaut da in dem Zimmer. Sie steuerte wahrscheinlich zu einer Sängerkarriere hin. Gut. Das heißt, was nennt man jetzt? Könnte man eigentlich machen. Das anschauen. Grammophon könnte man sich nochmal anschauen. Schätze-Motiv. Das geht wirklich. Überlegung. Das heißt, damit werden wir es immer geschmeidig einmal anschauen. Das war mal, wie gesagt, die alten Grammophone aus dem 19. Jahrhundert. Nichts Besonderes. Ja, so waren die alten Schallplatten Automaten. Gut, das heißt, da brauchen wir mal einen Schlüssel. Let us see. What is this cupboard hiding? Aha, da hat's einmal eine Schallplatte gehabt. Na, ich will nicht. Was ist das? Pausezeichen. This looks like solfège. Na. Nein, ich will nicht. Nicht jetzt ein Rätsel vielleicht. This looks like solfège. Na, ich bin musikalisch
Ein Arschloch. Ja. Na. Na, ich will nicht. Na, Schnucki, ich will trotzdem nicht. Eine Schallplatte haben wir da übrigens gefunden. 78 dB. Okay. Ja, nichts Besonderes. Oh, an die Schallplatten, ja, die Schallplatten. Die unverwüstlichen eigentlich. Auf der Blau steht Bette gefolgt von 78D. Nein, ich will nicht. Ja, Schnucki, ich will nicht. Gut, müssen wir nicht. Das war so eine Musiklehre. Dann, was haben wir da? Was haben wir da noch eigentlich? So, da war ein Integral. Ah, da will ich nicht. Da will ich her. Oh, da ist ein Kurbel. Da habe ich eine Kurbel jetzt gefunden. Eine Kurbel. Das war die Kurbel, dass das Betätigen auskennen. Das war damals ein Vierkantschlüssel, ja. Ein Vierkantschlüssel sieht man sehr schlecht. Was ist das? Ich hab's gewusst. There is bound to be a clue somewhere. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass was kommt. Ja, ich hab's gewusst. Ja. Eine mathematische Gleichung. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Du musst also jetzt eine mathematische Gleichung lösen. Ja, das heißt, als Ergebnis soll eine... Ich hab's ja gewusst, ich habe es gewusst. Wegen dem da. Ja. Setzt es 32, 16, 8, 4, 1, 2, 4 Viertel. Diese mit Notenzeichen. Auf ein Viertel, also Pause, ja. Die Summe besteht aus Additionen von 3 Pausen, ein Achtel, ja. Ja. Und zwar Sechzehntel. Ja. Und aus diesem Scheiß da, aus dieses Pipapo, müssen wir jetzt das angefuckte Rätsel lösen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Scheiße, Alter. Wie soll man da jetzt auf diese konkrete Gleichung kommen? Naja, das erste dürfte ja ein Fähnchen sein. Das heißt, das erste dürfte so sein, so ein Zeichen. So, also wenn wir von dem ausgehen. Ja. Das zweite müsste, also das da. Also das erste ist einmal das. Gut, gehen wir von dem aus. Das zweite ist das da.
Nehme ich einmal stark an, ist eins mit zwei. Und das da, das letzte, kann man noch raten. Kann man wirklich nur raten. Das erste ist auch eins. Eins. Ein Achtel. Also, bist du deppert, Alter, wie soll denn das? Fuck, Alter. Scheiße, Alter. Oh, fuck, Alter. Nein, ich will nicht. Scheiß drauf. Ich will es jetzt irgendwie zocken. There is bound to be a clue somewhere. Das heißt, ja, da kann man sich jetzt eh noch spielen. Da kann man sich jetzt eh noch spielen. Jetzt habe ich die halbe der Nacht wahrscheinlich von mir. Leute, dieses Video wird die halbe der Nacht dauern. Ich hoffe natürlich nicht. Scheiß mir, Alter. Ja, da kann man nur raten. Da kann man nur raten. I heard the sound of a mechanism being triggered. Fuck! 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 Fuck? Was haben wir jetzt geöffnet? Aber da ist It irgendwas. looks like something goes in here. Was haben wir jetzt geöffnet? Scheiße! Scheiße! Was ist das jetzt wieder? Fuck! Ja, was soll man da eingeben? Fuck, Alter! Scheiße! Bibabot hat der Krank gesungen! Alter Schwede! Wird der Salazar sagen? Ich meine, das Kapitel 1 war ja leicht, weil das hat eine Thema-Version gegeben. Jetzt kann ich es eh verraten. Das war noch leicht. Ja. Aber jetzt. A00A. Aber was ist, wenn wir zum Beispiel das mit der Schallplatte eingeben? Was war da für Nummer? 78. D. 78D. Weil ich hab da jetzt einen Verdacht. Ja, der Arsch geht mir da schon am Arsch. Der wird seine Einladung. Jo. Was ist mal da? Nein. Nein. Daher. Genau da. Achtundsiebzig will ich. 78. Bist du der D? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T. Aber damit geht's noch.
Aber geht's noch? I just have to put the record on the gramophone and start it. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Das, glaube ich, war's. Yes, baby. Was hat sich da jetzt wieder geöffnet? Aha. Okay. Das heißt jetzt faktisch... Na, das will ich nicht. Zurück, geh mal. Da will ich her. Put. Integrieren da. It looks like something goes in here. Ja. Also, aber was ist, wenn ich jetzt die Schallplatten zuerst reingebe? Wurscht. Das heißt, diese Kurbel. Okay. Drama? Ja, warum nicht? Gut. Okay. Da kann man... Okay, das heißt das da. Das heißt, da müsste man die Nadel anheben. Das ist das eigentlich. Ah, so geht das. So geht das. Aha. Okay, das heißt, die Schallplatten da drauf. Dann faktisch das da. Und dann faktisch den. Oh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Also auf gut Deutsch, er hat sie ja verboten, weil sie gesundheitlich angeschlagen war. Okay. Gut, Befragung mit Megan fortsetzen. Das heißt, wir werden es wieder trotzdem nochmal auschecken. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Das Foto. Augen. Ja, vielleicht war sie auch verliebt in den. Was war's mal? Heutzutage bei den Weiber. She is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Vielleicht war sie auch in ihm verliebt. Das kann man jetzt auch nicht mehr so They made the sagen. perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and Well, he's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman.
I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Das haben wir ja alle richtig verstanden. Fragen, ob Donald in Betty verliebt war, fragen, ob Donald eifersüchtig war. Ja, grundsätzlich kann man da wieder alle zwei. Aber. Gehen wir mal von dem aus, dass der Donald vielleicht der Playboy war. Kann ja sein, bei zwei Schwestern ist es ja grundsätzlich gar nicht so nichts Neues, dass man heutzutage hergeht und sich den Mann teilt. Ja, gehen wir von dem aus. Auf der anderen Seite, ob er eifersüchtig war, das wissen wir nicht zu diesem Zeitpunkt, weil wir den Donald nicht kennen. Können das auch, klar. Aber ich gehe mal von dem aus, dass er vielleicht ob Donald in Betty verliebt war. Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. Gut, Sie beschuldigen zu lügen, Sie bitten zusammenzuarbeiten. Ja, bitten wir's um Zusammenarbeit. Ja, bitten wir's um I Zusammenarbeit. am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. Aber jetzt muss ich fragen, warum sie Bettys Verlobten schützt. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. Ja, ganz verscherzen wollen wir sie ja jetzt auch nicht. Fragen, ob Donald Betty wirklich hätte umbringen können. Puh. Fragen, ob sie fürchtet, dass Donald verdächtig ist. Fuck, Alter. Alle zwei richtig. Oh, ja. Naja, auf der einen Seite, welchen Grund hätte er, dass er sie umbringt? Aber
wie gesagt, auf der einen Seite fragen, ob Donald Betty wirklich hätte umbringen können. Auf der anderen Seite, welchen Grund hätte er? Schlagkräftig gesagt jetzt. Und fragen, ob sie fürchtet, dass Teufel das ist, glaube ich, das ist eher realistisch. Gebt mir eine Komplettlösung. Ja, immer diese Scheißfragen. Fragen, ob sie fürchtet, dass sie Donald verdächtig ist. Fragen, ob Donald Betty wirklich hätte umbringen können. Das erste ist so unrealistisch, weil welchen Grund hätte er? Ich nehme es weiter. Verdächtig. So, you were afraid that he would become our main suspect. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Exactly. Had you not told me about the case, I would never have dared to tell you about this little matter. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Barnard. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Let us now try and get our brain cells to work. Gut, jetzt werden wir da mal, bevor wir da hingehen, wieder mal ein paar Fragen beantworten. Was hatte Betty an ihrem Abend vor? Puh. Das ist eine gute Frage. Puh. Naja, schauen wir es einmal gemütlich durch. Betty hat an diesem Abend wahrscheinlich eine Verabredung mit jemandem. Naja. Grundsätzlich kann man das nicht ausschließen. Betty ging häufig aus. Nein. Betty ging neben Donald mit anderen Männern aus. Stimmt leider. So haben wir Betty ging häufig aus. Ja, zu dieser Zeit gibt es viele Besucher. Einer kam ins Gingerkette, um weiter zu trinken. Ein Opfer hat Spuren am Hals. Betty hat dann in Bezug auf ihr Programm des Vorhabens angelogen. Anhand des, was die Schwester gesagt hat, ja. Gut, was hat erkannte Betty ihren Angreifer? Zu viele Besucher. Die Spuren am Hals. Spuren am Hals. Oh, stimmt sogar. Let us now try and get our brain cells to work. Was versteckt sich hinter Megan Burners Verhalten? Boah. So, gehen wir es einmal durch. Das Opfer war eine hübsche Frau. Betty ging neben meinen anderen Männern aus. Megan hat sich das Foto von Donald Bedenken angesehen. Zweimal sogar. Ja, das kennt man immer. Das
hübsche Vorbindung mit der Sauce, Bacon, wann ich jetzt geheimnisvollen, ihre Schwester. Ja, Blödsinn. Megan ist eine intelligente Frau, das stimmt. Megan macht. Bailey konnte gut singen. Ja, gehen wir da mal von aus, sie liebt Donald auch. Jo, gell. Wie Schwester zum. Ja, sicher. Leider. Leider. Aber das ist leider das nicht das Einzige, sondern sie ging auch mit anderen Männern aus. Das ist Tatsache. Ist Tatsache. Das war also der Elend Fraser, ja. Zeuge, Missmörder. So, was haben wir da jetzt alles? Sie war eine, ja, sie mochte die Schwester sehr, auch wenn sie ihr Verhalten dann gegenüber nicht gut hieß. Verlobt mit Donald Fraser, ja, das hat sie da eigentlich auch nicht viel da. Donald Fraser befragen, was haben wir da noch? Ja, Donald anbetet, das wissen wir noch nicht. Das wissen wir einfach noch nicht. Ganz einfach, das heißt mir, da wäre eigentlich alles erledigt. Das wissen Mr. wir. Fraser, Hastings, what is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Ja, es ist eine Dreierbeziehung gewesen. Das ist ganz einfach. Das ist gut. Das heißt, wir gehen da wieder um die Kurve. Gehen da gleich in das Kaffeehaus alleine. Da sitzt noch der Donald Fraser. Der Donald Fraser, faktisch, ja. Den werden wir sich da dann einmal gemütlich anschauen, da den Donald Fraser. Was mich eigentlich die ganze Zeit eigentlich wundert, dass eigentlich das nicht mitgekriegt hat. Naja gut, also das muss ich mal kurz ansprechen. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot? Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Huh. Checkt man einmal. This man looks suspicious. So, was haben wir da mal? Zerknitterte Kleidung. Whiskyflaschen. Wins. White Horse Whisky. Und Augenringe. Donald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Gut. Reden wir Leave mit me ihr. alone. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ja, das können wir nicht. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened.
Fragen, ob er Betty gestern Nachmittag gesehen hat. Sagen, dass Betty nur das tat, was ihr passte. Fragen, was geschehen wäre, wenn sie auf ihn gehört hätte. Oh Gott, diese Scheißfragen. Naja, gehen wir mal von dem aus, dass er vielleicht gestern Nachmittag sie gesehen hat. Did you visit Betty yesterday afternoon? No, I haven't seen Betty for 2 days. I was at the office yesterday afternoon. Can you prove that? Of course. But why this question? Betty died yesterday evening, didn't she? Fragen wir ihm sagen, dass er ein Verdächtiger ist. Fragen wir. Ja gut, dass er Whisky trinkt, das ist klar. Wurscht jetzt. War, dass er zu den Verdächtigen gehört. Betty was murdered during the night, but that does not prove that she did not meet a murderer earlier in the day. So, am I a suspect? Everybody close to Betty is a suspect, Mr. Fraser. I would be a very poor detective if I did not examine all possible eventualities. Do you know what Betty's plans were yesterday evening? She said she was having dinner with her sister. Fragen wir, wer geglaubt hat, dass ihre Schwester in London war. Boah. Ja. So, Fragen, warum er ihr geglaubt hat. Erläutern, dass ihre Schwester in London war. Was sind das für Fragen? Ja. London. Ich nehme mal London. Yet Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Vor allem, dass er keine Alibi hat, ihn beschuldigen zu legen, wie es Betty getan hat. Scheiße. Echte Scheiße. Ja, das mit der Betty. You are lying, Mr. Fraser. As was Betty when she hid the fact from you that she was seeing other men. Betty was a very decent young woman. How dare you sully her memory? Sich entschuldigen, etwas grob gewesen zu sein. Ich nehme mir, dass es eine Mörder zu erwähnen gibt. Naja, grundsätzlich, das mit grob ist, er muss sich nicht entschuldigen, der Bro. Er muss einen Mörder finden. I am not interested in memories of her, Mr. Fraser. I am looking for a killer, and I need you to be my closest ally. That is, unless you have something to hide. Of course I don't. Très bien. So, what were we saying? Where were you yesterday evening? I looked everywhere for her, but in vain. When she said she was going to have dinner with her sister on a weekday, I thought it was strange. I tried not to think about it, but I was like a lion in a cage. I was convinced she was lying. So I went round all the restaurants in the town. When I didn't find her, I went to the next town. But nothing. I must have got home about midnight or 1 o'clock. Did anybody see you? I don't think so. I didn't talk to anybody. I was so furious. Ja, das kommt sehr alles raus. So. Ja, jetzt. I knew I'd When find are you we here, sure? Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Hatte Donald ein Motiv für den Mord an Betty? Leider Gottes ja. Leider Gottes ja. Leider Gottes ja. Weil wir haben immer herausgefunden, dass er gewalttätig war. Also ein gewalttätiger Mann. Und Betty ging häufig aus.
Das war eben das, Donald hat ein Motiv und das war die Eifersucht. Hat Donald ein Alibi? Jetzt wird schon gefährlicher. Weil er hat angeblich gearbeitet und es kann keiner bestätigen, keine Zeugen, also hat kein Alibi. Hätte am Strand sein und Betty ermorden können. Hatte da ein Motiv für alle Morde. Boah. Die beiden Morde waren voraussichtlich vom selben Mord begangen. Puh. Die beiden Morde. Vielleicht Betty ermordet, aber er hat kein Motiv für das andere Mord. Ja. Dann hat vielleicht Betty ermordet, doch er hat kein Motiv für den Mord an Mrs. Asher. Gut. Das heißt, wir werden da jetzt wieder rausgehen, aber schauen, was da nächstes gibt. So, Verdächtiger Donald Fraser, 30er, er ist Betty Bernards Verlobter, er hat kein Alibi für den Abend des Mordes. Er war eifersüchtig und brauste leicht auf, er mag White Whisky. Und sie da was ergeben? White Whisky, das hat ja auch nichts da wegen. White Whisky, gut, was haben wir da? An den Tatort zurückkehren. Gut, bevor wir das tun, spielen wir morgen weiter. Gut. Bausparer 1974 wünscht euch bis morgen einen schönen Tag noch und wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder auf meinem Kanal mit ABC Mörder. Okay, tschüssi, bussi, baba, bis morgen, ciao.